Wenn du auf dieses Video geklickt hast, wirst du dich bestimmt fragen, was ist eigentlich aus Raiders geworden? Wo ist es heute und besteht eventuell die Möglichkeit, dass Raiders jemals zu uns zurückkehrt? Das alles besprechen wir jetzt in diesem Video. Raiders war ein Free-to-Play Action-Combat-MMORPG von Mayat Entertainment, einem südkoreanischen Spieleentwickler, welcher bis 2015 Ganz 2 und Raiders entwickelte. Alle drei Spiele mit dem Z am Ende, und zwar einem großen Z. Raiders wurde im November 2012 released und in Korea, Europa und Amerika betrieben. Raiders zeichnete sich besonders durch sein actionlastiges Kampfsystem aus, in dem es vor allem wichtig war, gegnerischen Angriffen auszuweichen oder diese zu blocken, was für Free-to-Play-Spiele zu dieser Zeit noch eher recht selten war und damit ein klein wenig die Free-to-Play-Szene etwas revolutioniert hat. Hinzu kamen ebenfalls für den Free-to-Play-Bereich interessante Mechaniken, wie zum Beispiel das Abtrennen von Körperteilen von Bossmonstern und die Möglichkeit, diese abgetrennten Körperteile im Kampf als Waffe oder Schild gegen denselben Boss zu verwenden. Monetarisiert wurde das Spiel natürlich von einem Ingame-Item-Shop. Wie schon gesagt, es war Free-to-Play und damit hatte es einen relativ Pay-to-Win-lastigen Cash-Shop mit Upgrade-Items, Power-Ups, aber auch natürlich kosmetischen Gegenständen, die man dort kaufen konnte. Doch was geschah nun eigentlich mit Raiders und besteht eventuell die Möglichkeit, dass das Spiel zu uns zurückkehren wird? Im Sommer 2015 wurde bekannt gegeben, dass der Entwickler Mayat Entertainment den gesamten Betrieb einstellen würde und die Publisher von Raiders haben in Amerika und Europa damit keine Möglichkeit mehr gesehen, die Server weiterhin betreiben zu können, außerdem kontinuierlich Fehler zu beheben und weiteren Content zu publishen. Damit wurde letztlich das Todesurteil von Raiders verkündet. Doch Hoffnung keimte auf, dass Raiders eventuell zurückkehren würde. Am 9. November 2017, also nur knapp 2 Jahre später, gab der neue Rechteinhaber von Raiders, Masang Soft, per Facebook bekannt, dass sie bald mit der Entwicklung starten würden, Raiders erneut zum Leben zu erwecken und viele Probleme zu beheben und weitere Updates zu publishen. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei 2 Personen mit 2 Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos. Und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert. Über die nächsten 5 Jahre wurden sporadisch Updates vom Development-Team gepostet und Videos über reworked Content auf dem Masang Soft YouTube-Channel veröffentlicht. Wartet, habe ich das richtig gehört? 5 Jahre? Ja. Seit der Ankündigung im Jahr 2017 sind mittlerweile über 6 Jahre vergangen. In dieser Zeit gab es nie ein geplantes Release-Datum, keine Alpha- oder Beta-Server und immer größer werdende Zweifel, ob überhaupt noch an dem Game gearbeitet wurde, da die Updates immer seltener mit extrem langen Zeiträumen zwischen ihnen veröffentlicht wurden. Vom Stand dieses Videos heute ist das letzte Update der offiziellen Facebook-Seite bereits fast 2 Jahre her und wurde am 23. Mai 2022 gepostet. Den Kommentaren kann man entnehmen, dass viele Spieler mittlerweile die Hoffnung aufgegeben haben und die Frustration ist auf dem Höhepunkt angekommen. Diesen Kommentaren war aber glücklicherweise auch ein portugiesischer Blogbeitrag der Seite amargurado.com beigefügt worden. In diesem Beitrag wird zwar nicht gesagt, dass Masang Soft selbst, vielleicht irgendwo in Japan oder so, eine offizielle Stellungnahme zu Raiders und eine offizielle Bekanntgabe veröffentlicht hat, dass sie die Entwicklung von Raiders eingestellt oder aufgegeben haben. Allerdings haben sie Zugang zu einer Erklärung eines ehemaligen Entwicklers des Unternehmens erlangt. Und aus dieser Erklärung geht hervor, dass das Unternehmen kein weiteres Geld mehr für die Entwicklung von Raiders ausgeben wolle, da zu viele Dinge im Code komplett neu gemacht werden müssen. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir je wieder neue offizielle Server von Raiders sehen werden, leider extrem gering. Die Geschichte von Raiders endet also mit leeren Versprechungen, geplatzten Träumen und unerfüllten Hoffnungen. Doch der absolute Knaller kommt jetzt noch. Und zwar zeichnet sich ein weiterer Hoffnungsschimmer am Horizont ab, nämlich Raiders M, aka Raiders Mobile. Koreanischer Developer Seoul Games hat angekündigt, dass er sich die vollen Entwicklungsrechte an Raiders gesichert hat und jetzt aktiv an einer Raiders Mobile Version arbeitet.
Und das Beste daran ist, sie wollen nah beim Original bleiben, was die Kampfsysteme und auch die Grafik angeht. Das heißt, es wird eventuell, wenn wir Glück haben, eine voll funktionstüchtige Mobile-Version des alten MMORPGs werden, mit den gleichen Grafiken und mit den gleichen Gameplay-Mechaniken, die das Spiel in erster Linie so beliebt gemacht haben. Leider ist hier kein offizielles Development-Datum vorhanden. Die Ankündigung ist auch bereits schon wieder 1,5 Jahre her und man hat seitdem nicht mehr wirklich viel davon gehört. Also die meisten Ankündigungen und Presseberichte davon sind von 2021. Also auch hier heißt es wieder Geduld haben und warten, bis es tatsächlich released wird. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr mehr Videos in diesem Format sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.